Blackford Network ist eines der vielversprechendsten Projekte der letzten Jahre, weil, warum eigentlich? Wir wurden wiederholt von euch gebeten, dass wir eine aktuelle Einschätzung zum Projekt abgeben. Obwohl wir selbst nicht dort drin investiert sind, tun wir euch diesen Gefallen und wir werden uns somit heute folgerichtig das ganze Konstrukt um Blackford Network nochmal zusammen anschauen und es gemeinsam unter die Lupe nehmen. Bis gleich. So meine Lieben, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Heute gibt es eine aktuelle Einschätzung von Blackford Network. Wir haben uns eine relativ lange Zeit dagegen gesträubt, hier nochmal ein Video zu machen, weil es einfach für uns keine große Relevanz hat. Allerdings kamen jetzt in den letzten Wochen so viele Anfragen und Bitten, dass wir doch eine aktuelle Einschätzung abgeben sollen, dass wir dem natürlich sehr gerne nachkommen. Wir sind zwar selber nicht investiert, mussten hier auch noch einmal separate Recherchearbeit investieren, hoffen aber, dass es euch ein bisschen dabei weiterhilft, hier einen besseren Eindruck von dem aktuellen Stand der Dinge zu bekommen. Am 1.7.2022 haben wir das erste und bis dato auch einzige Video zu Blackford Network erstellt. Die Essenz aus diesem Video war, dass die Nodes grundsätzlich zu teuer sind. Das ist also höchstwahrscheinlich, wenn wir den Informationen, die auch aus dem White Paper herauszulesen waren, Glauben schenken dürfen, es wesentlich intelligenter ist, den Launch des Tokens abzuwarten und so dann günstiger einzukaufen. Wir haben hier, wie ihr aus dem Bildschirmausschnitt selbst erkennen könnt, hier eine kleine Berechnung angestellt, die zugegebenermaßen relativ ungenau war, die aber dann tatsächlich relativ akkurat zuletzt ins Schwarze getroffen hat. Und zwar, wir hatten gesagt, dass der Preis nach dem Launch auf unter 0,005 Euro, also einem halben Euro-Cent liegen wird, beziehungsweise darunter fallen wird. Und in der Tat war es auch so, dass zum Aufnahmezeitpunkt dieses Videos der Kurs des BXN-Tokens bei 0,0044 Euro, also unter einem halben Cent liegt. Fairerweise dürfen wir aber dazu sagen, dass wir das definitiv nicht gewusst haben, dass das so kommt. Das war eine Prognose unsererseits und hier waren wir glücklicherweise relativ nahe am tatsächlichen Ergebnis dran, hätte aber auch komplett anders ausfallen können. Wir möchten heute einfach mal eine Neubetrachtung des ganzen Projektes vornehmen, eine aktuelle Einschätzung für euch abgeben, allerdings mit relativ wenig Urteil. Warum? Weil wir selbst wenig in dem Projekt involviert sind und somit auch keine wirklich qualifizierte Einschätzung abgeben können. Wir stellen hier einfach mal nur gewisse Sachen fest, stellen einige kritische Fragen, die euch dabei helfen sollen, das Projekt selbst besser einschätzen zu können, wenn ihr dort vielleicht schon investiert seid oder mit dem Gedanken spielt, den Token jetzt dann bald zu erwerben. Eine Bitte, bevor wir ins Thema reinstarten, wenn euch das gefällt, dass ihr regelmäßig und mehrmals pro Woche diesen kostenlosen Videoinhalte bekommt, die euch hoffentlich einen Mehrwert stiften, dann leitet diese Videos einfach an andere Menschen weiter oder hinterlasst einfach nur einen Daumen hoch, was dabei hilft, dass der YouTube-Algorithmus unsere Videos noch weiter verbreitet. Also, genug gequasselt, jetzt starten wir. Noch einmal kurz zur Rekapitulation. Blackford Network hat den Anspruch an sich, ein All-in-One-Ökosystem zur Verfügung zu stellen. Es ist eine Blockchain, die grundsätzlich EVM-kompatibel ist, also mit Smart Contracts interagieren kann. Und mir stellt sich natürlich jetzt die Frage, wie viel von diesem Ökosystem funktioniert bereits schon. Denn Blackford Network möchte nicht nur eine eigene Wallet zur Verfügung stellen, nein, es soll eine eigene Swap, also eine eigene Exchange aufgebaut werden. Man soll mit der Wallet auch Zahlungen und Zahlungsdienstleister abwickeln können und so weiter und so fort. Das Video, das wir zum 1.7.2022 aufgenommen haben, ist jetzt fast 2 Jahre her. Das haben wir Anfang April, nicht mehr lange, dann sind es 2 Jahre. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie viel von dem, was vor knapp 2 Jahren angepriesen wurde, davon schon umgesetzt wurde. Eine Sache ist natürlich vorab wichtig festzustellen bzw. einfach mal anzusprechen. Grundsätzlich ist ja der Preis des Tokens der Spiegel der dahinter liegenden Unternehmung. Oder anders ausgedrückt, die Marktkapitalisierung, die sich ja aus der Gesamt- bzw. Umlaufversorgung multipliziert mit dem aktuellen Kurs zusammensetzt, ist der Gegenwert des Unternehmens. Und hier stellt sich natürlich einfach mal die Frage, ob der hinterlegte Gegenwert, die hinterlegte Marktkapitalisierung auch den Gegenwert der Infrastruktur, den Wert des Projektes spiegelt. Wir haben uns hier jetzt einfach mal die aktuellen Informationen von CoinMarketCap herausgezogen. Das sind 0,004476 US-Dollar pro BXN Token, was momentan eine Marktkapitalisierung von etwas mehr als 10 Millionen
US-Dollar entspricht. Wichtig zu wissen ist aber, dass diese Marktkapitalisierung kein verifizierter Wert ist. Das ist eine selbst gemeldete Größe, die sich anhand der Umlaufversorgung ermittelt. Das heißt, hier hat das Blackford Network nicht verifiziert, dass hier tatsächlich diese Menge an Token hinterlegt ist, sondern diese wurde einfach nur gemeldet und wird dann quasi mit dem aktuellen Kurs multipliziert, sodass sich diese Marktkapitalisierung ergibt. Wir können uns also nicht darauf verlassen, dass diese Zahlen auch tatsächlich stimmen. Im nächsten Schritt wollen wir euch zeigen, warum wir denken, dass die selbstberichtete Umlaufversorgung nicht stimmen kann. Im White Paper von Blackford Network wird die Tokenökonomie aufgelistet und hier sehen wir ja, dass es insgesamt 49 Milliarden BXN-Tokens schlussendlich geben wird. Das ist ein sehr, sehr großer Anteil der BXN-Tokens durch die Emission der Nodes vonstatten geht. Das sind etwa 59%. Dass natürlich 21%, also 10,5 Milliarden in den Nodes gelockt wird und dass dann hier natürlich auch für viele andere Bereiche noch Nodes vorgesehen sind, mitunter für die Liquiditätsreserve, für verschiedene Bonuszahlungen, für das Team, Airdrop-Kampagnen und so weiter und so fort. Wir gehen jetzt einfach mal zusammen eine Rechnung durch, die relativ konservativ berechnet, wo denn die realistische Umlaufversorgung momentan liegen könnte. Die Grundannahme ist folgende. Wir unterstellen, dass nur mal 25% aller Nodes überhaupt verkauft würden. Das ist also hoffentlich eine relativ konservative Einschätzung. Wir gehen davon aus, dass erheblich mehr verkauft wird. Aber sei es drum, wir nehmen jetzt einfach mal nur die 25% verkaufte Nodes an. Insgesamt werden ja 29,5 Milliarden Token von diesen Nodes emittiert. Das heißt, wir müssten die 29,5 Milliarden mal den Faktor 0,25 nehmen, dadurch, dass 25% nur verkauft wurden, und diesen dann wiederum mit dem Faktor von 0,75 multiplizieren. Woher kommt der Faktor 0,75 her? Im ersten Jahr werden durch die Nodes 50% aller Gesamttoken emittiert und im zweiten Jahr die Hälfte von dem ersten Jahr, dadurch, dass sich ja die Emission einmal im Jahr halbiert. Somit haben wir bereits nach 2 Jahren 75% der Gesamtemission hinter uns und die Rechnung sieht folgendermaßen aus: 29,5 mal 0,25 mal 0,75. Somit müssten wir jetzt nach 2 Jahren durch die Nodes insgesamt 5,5 Milliarden Token emittiert haben. Weiter geht's. Zusätzlich müssen wir aber natürlich noch die restlichen Posten hinzuzählen. Das heißt, die für die Liquiditätsreserve, für die Boni, für das Team, denn diese sind ja grundsätzlich mal alle verfügbar und können am Markt verkauft werden. Und das zählt natürlich zur Umlaufversorgung mit dazu. Und das sind insgesamt 10 Milliarden Token. Wenn wir also diese beiden Werte summieren, die 10 Milliarden und die 5,5 Milliarden, dann kommen wir auf insgesamt 15,53 Milliarden. Und ich denke, das ist weiterhin relativ konservativ geschätzt. Wer eine genauere Rechnung ausführen möchte, der braucht die genaue Stückzahl der verkauften Nodes und dann könnt ihr natürlich auch die korrekte Berechnung anleiern. Ziel dieses Videos war jetzt nicht, hier eine super korrekte Berechnung abzuliefern, sondern euch einen Weg aufzuzeigen, wie ihr selbst Berechnungen anstellen könnt, sofern ihr auch qualitativ hochwertige Informationen habt, die wir momentan nicht haben. Wie sieht also die Berechnung aus? Wenn wir hier diese 15,53 Milliarden Token multipliziert mit dem aktuellen Kurs des Tokens, ergibt dann eine Marktkapitalisierung von 69 Millionen US-Dollar. Nun stellt sich die Frage, rechtfertigt der Wert der Infrastruktur, der dahinterliegenden Infrastruktur von Blackford Network mit den ganzen Funktionen, die sie anbieten, diese Marktkapitalisierung von 69 Millionen US-Dollar? Die App auf alle Fälle nicht. Wir haben uns diese App mal angeguckt, das ist eine stinknormale 0815-App, die ganz normale Funktionen offenbart, die nichts Innovatives offenbart. Die hauseigene Exchange funktioniert offenbar auch noch nicht hier. Es ist nur möglich, BSC-Token, also BEP20-Token zu swappen auf der Binance Smart Chain. Es gibt keinerlei große Funktionen, die hier erwähnenswert wären oder die eine Marktkapitalisierung von 69 Millionen US-Dollar rechtfertigen würden. Es stellt sich allerdings noch die Frage, was existiert noch an Infrastruktur außer die App, die diese Marktkapitalisierung rechtfertigen könnten. Und hier ist natürlich die Community gefragt, beziehungsweise die Investoren, die hier mit Sicherheit besser im Bilde sind als wir. Wir wollen im nächsten Punkt einfach mal ein paar Kritiken zum Projekt äußern. Uns ist das Gerücht zu Ohren gekommen, dass die Telegram-Gruppe, mit der mit der Community kommuniziert wurde, stumm geschaltet wurde. Wenn dies also tatsächlich zutrifft, dass man also den Mitgliedern, den Investoren das Sprachrohr verweigert hat, sodass niemand mehr Bedenken äußern kann oder Fragen stellen kann, dann wirft das natürlich kein sehr gutes Licht auf dieses Projekt. Weiterhin, warum wird die Gesamtversorgung nicht transparent kommuniziert? Warum ist nirgendwo eigenständig herauszufinden, wie hoch die Gesamtversorgung des BXN-Tokens ist, damit hier besser eingeschätzt werden kann, ob der Tokenpreis mit der dazugehörigen Marktkapitalisierung auch realistisch und werthaltig ist?
Nächster Punkt. Der Block Explorer von dem BXN Network. Den haben wir uns ebenfalls mal angeguckt und der ist mit relativ wenigen Funktionen bestückt, obwohl es ja eine vollständig EVM-kompatible Code Fork ist. Das heißt, dass im Endeffekt der Block Explorer von dem BXN Network ähnlich aufgebaut sein müsste wie der von der Binance Smart Chain, von Polygon, von Arbitrum und so weiter und so fort und somit auch relativ einfach nachzubauen bzw. zu kopieren, zu forken ist. Aber diese ganzen Funktionen, die bei den anderen Fork Explorern zu sehen sind, können hier leider nicht genutzt werden. Das ist natürlich kein sehr gutes Indiz. Der nächste Punkt. Wir haben uns das White Paper von Blackford Network noch einmal angeguckt und müssen feststellen, dass hier relativ wenig Transparenz vorzufinden ist. Es gibt zum Beispiel relativ wenig Informationen, was den Pre-Mint des BXN-Tokens angeht, wie also dieser verteilt wurde, wann das Team auf diese zugreifen kann und so weiter und so fort. Und diese Intransparenz zieht sich durch das komplette White Paper unserer Einschätzung nach hindurch. Zu guter Letzt möchten wir noch darauf hinweisen, dass natürlich hier höchstwahrscheinlich, wie gesagt nur höchstwahrscheinlich, wir wissen es nicht mit absoluter Sicherheit, falsche Informationen und Daten auf CoinMarketCap zur Verfügung gestellt wurden. Stellt sich natürlich die Frage, warum hier nicht über eine Verifizierung die Daten zur Verfügung gestellt werden, dann wüsste jeder, dass man sich auf diese Daten verlassen kann und meines Erachtens, beziehungsweise unserer Einschätzung nach, ist die Umlaufversorgung relativ unrealistisch. Mir stellt sich allerdings die Frage, ist das hier aus Versehen nicht korrekt gemeldet worden oder kann man hier Vorsatz unterstellen? Wir möchten hier einfach diese Frage so im Raum unbeantwortet stehen lassen. Jeder kann sich seine eigenen Gedanken dazu machen. Abschließend möchten wir noch zugute geben, dass von außen betrachtet das Ökosystem rund um das Blackford Network eher sehr dürftig aussieht und mit keinen sehr großen Mehrwerten aufwartet. Die Frage stellt sich, ob der Tokenpreis noch weiter fallen kann. Ja, natürlich, er muss es aber nicht. Es steht und fällt mit der Markteinschätzung. Wie sieht also der Markt, den Tokenpreis, die Marktkapitalisierung, den Gesamtwert des Unternehmens zum aktuellen Kurs im Vergleich zu den Problemen, die das Unternehmen versucht zu lösen. Hat also der BXN-Token überhaupt einen Use Case, einen Verwendungszweck? Lohnt es sich, ihn zu halten? Welche Probleme löst die Firma? Löst es realwirtschaftliche Probleme, stiftet das Netzwerk und das ganze Projekt einen Nutzen? Kurzfristig ist festzustellen, dass der Preis immer der Stimmung folgt, langfristig wird er aber dem Wert folgen. Das heißt, es ist nicht auszuschließen, dass ein kurzfristiger Hype noch eintritt und der Tokenpreis steigt, aber langfristig wird dieser Preis immer dem Wert folgen, der hinter dem ganzen Projekt steht. Und wenn natürlich dieser Mehrwert, dieser Nutzen langfristig nicht erkennbar ist, dann wird natürlich auch der Tokenpreis nach und nach unten gehen und der Wert des Tokens degradiert werden. Würden wir zum jetzigen Zeitpunkt dort drin investieren? Ich denke, die Antwort wisst ihr bereits, das müssen wir nicht weiter verbalisieren. Ich hoffe, diese kurze Analyse hat euch weitergeholfen, etwas mehr Licht ins Dunkeln zu bringen. Wenn diese Analyse euch etwas geholfen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da und leitet das Video auch sehr gerne weiter. Ansonsten sagen wir vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Video, bis dahin und ciao.